Die Kreuzung ist ja so extrem, weil da kommt eigentlich die Autobahn in die Stadt rein. Es ist so eine Art wie ein Stadttor, wo die Schnittstelle ist oder eigentlich wäre zwischen Langsamverkehr und Schnellverkehr. Und wie man sieht, dominiert nach wie vor der Schnellverkehr. Seit 2009 steht an der stark befahrenen Kreuzung Nauenstraße-Münchensteiner Straße eine Skulptur. Der flüchtige Blick erkennt, ja was genau, eine Mobilfunkantenne, ein Sendemast, ein Funkturm? Was mir auffällt, Markus, die Skulptur ist ja eigentlich riesig. 25 Meter und trotzdem hat man das Gefühl, man erkennt es vielleicht gar nicht unmittelbar. Wie ist es für dich, wenn man es nicht als Kunst erkennt? Ich habe oft Gespräche, wo wir auf die Skulptur zu sprechen kommen und niemand weiß wirklich, wo die ist und so. Und dann reden wir ein bisschen über die Kreuzung und genau. plötzlich sagen sie, Genau. ja, ich glaube, das ist so etwas, was ich immer wahrnehme, aber nie anschaue. Die Skulptur Scusi Brancusi von Markus Müller gehört zum künstlerischen Inventar des Jakob-Burckhardt-Hauses von Architekt Hans Zwimfer. Ich mag mich auch noch an Hans Zwimfer erinnern. Der war ja sehr eben affin für Kunst. Natürlich war er selber ja auch Architekt. Und es war ja im Vergleich zu anderen Skulpturen hier in Basel eben privater Auftrag. Das war, glaube ich, wie ein Prinzip von ihm. Für jedes Gebäude, das er gebaut hat, eine Skulptur oder irgendeinen künstlerischen Beitrag zu integrieren. In dem Fall vom Jakob-Burckhardt-Haus ist das eigentlich eine Reihe von Häusern. Und für jedes Gebäude hat es einen Lichthof. Und für jeden Lichthof hat dann der Hans Zwimfer eigentlich einen eigenen Wettbewerb lanciert. Der Wettbewerb, wo ich involviert war, ist der vorderste, letzte an den Ecken. Und dort ist natürlich die Kreuzung viel wichtiger als der Lichthof. Was mir auffällt bei der Skulptur eben, es sind ja eigentlich Themen, die dich als Künstler immer wieder interessieren, dass du, ich sag mal, alltägliche, vielleicht auch scheinbar banale Objekte aufgreifst. Man hat das Gefühl, das ist ein Teelicht, ein Deckel von etwas. Teelichter, Verpackungsteile und Fahrradbremsklötze inspirieren die Formensprache der Skulptur. Auch in anderen Werken wählt der Künstler eigenwillige Protagonisten. Sie ist ja extrem präsent und trotzdem nimmt sie sich gleichzeitig zurück. Yeah. Die Farbe ist eigentlich so wie eine Tarnung, dass es eine ähnliche Farbe hat wie das Gebäude. Und an dem Ort, wo die Brutalität von der Autobahn reinkommt, ist für mich wie klar gewesen, dass ich möchte auch so eine Autobahnskulptur machen. Und dann ist auch das Material relativ klar, dass es einfach nur primitiv Stahl sein wird. Ja. Nicht nur das Unwirtliche, sondern das Brutale von all dem wird ja wieder zurückreflektiert als Frage. Muss das eigentlich hier so sein? Auf dem Areal Bahnhof Ost steht bis Mitte der 90er Jahre das Lokdepot. Das Gebiet soll künftig als Dienstleistungszone genutzt werden und die benachbarte Post braucht mehr Platz. Ab 1994 entsteht das Peter-Merian-Haus von Architekt Hans Zwimfer, inklusive unterirdischem Postbahnhof. Das Jakob-Burckhardt-Haus folgt. Mit der Errichtung der Skulptur Scusi Brancusi vor dem letzten Lichthof ist der Bau abgeschlossen. Eben der Titel ist ja Scusi Brancusi oder Brancusch würde man vielleicht ja auch sagen.
Warum die Referenz Brancusi? Warum war das dir wichtig? Es ist jetzt nicht so, dass Brancusi mein zentrales Vorbild ist jetzt als Bildhauer, aber es war ein Titel, den ich gefunden habe, immerhin etwas, das ein bisschen leichter ist, weil schon Ja, genau. die Skulptur ein bisschen harte Kost ist. Und dann heisst es Gusi Brancusi wie eine neue Ice Cream oder so. Constantin Brancusi oder eben Brancusi war ein rumänischer Bildhauer. Seine Säule der Unendlichkeit von 1938 ist eine Ikone der modernen Skulptur. Traditionell wurde Bildhauerei auf Sockeln präsentiert. Brancusi hingegen stellt seine Säule direkt auf den Boden. Der Bezug zu der Moderne ist natürlich wichtig, weil wir nicht mehr eine Zeit sind von den Antworten, sondern eher von den Fragen. Und das ist auch keine in dem Sinn unendliche Säule, sondern das ist ganz klar eine endliche Säule in jeder Hinsicht. Also vielleicht gibt es auch irgendwann den Moment, wo man gar nicht mehr weiß, was es eigentlich ist, was es war. Das ist natürlich großartig. Stelle ich mir toll vor, dass man gar nicht weiß, dass es so Sendemast gegeben hat. Vielleicht ist es dann irgendwann, wenn man keine Referenz mehr hat, noch viel deutlicher als Skulptur lesbar.